Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute habe ich ein Food Diary für euch. Ich habe an einem Wochenende mitgefilmt, was mein Sohn und ich alles essen. Nicht wundern, wir waren an diesem Wochenende zu zweit zu Hause. Deswegen mache ich immer nur 2 Personen und nicht 3. Samstagmorgens bin ich aufgewacht und hatte tierischen Durst, deswegen habe ich erstmal ein ganz großes Glas Wasser getrunken und ein Relikt meines Sohnes noch aus seiner Babyzeit ist die morgendliche Flasche Milch. Die bekommt er noch jeden Morgen, deswegen bereite ich ihm die hier vor. Er trinkt die dann meistens gemütlich auf dem Sofa oder manchmal dann auch noch im Bett. Und ich habe mir dann erstmal eine Kanne Kaffee gemacht. Das ist wirklich so, das brauche ich morgens. Wir benutzen für Kaffee so einen Espresso-Kocher auch schon vor lange. Wir haben keine richtige Kaffeemaschine, keinen Kaffeevollautomat oder irgendwas. Und uns reicht das aktuell auch vollkommen aus. Ich mag den Kaffee sehr gerne. Und ich habe mir hier an diesem Morgen sehr schön viel Zeit gelassen, meinen Kaffee ganz in Ruhe getrunken auf dem Sofa und der Kleine durfte dabei ein bisschen Pepper Woods gucken. Das ist immer so ein ganz entspannter Start in den Samstag für uns ins Wochenende. Das heißt, wir frühstücken nicht direkt, sondern wir sitzen erstmal gemütlich auf dem Sofa und entspannen. Aber dann meistens eine Stunde nach dem Aufstehen mache ich dann immer das Frühstück und an diesem Tag hatten wir eine Rolle Blätterteig im Kühlschrank noch übrig. Und da habe ich mir gedacht, ich mache Schokocroissants selber mit Nutella und das war super einfach. Ich habe da jetzt auch nichts groß zu nachgeguckt im Internet nach Rezepten oder so, sondern habe das einfach so ein bisschen frei Schnauze gemacht. Einfach den Blätterteig ausgelegt, da Dreiecke rausgeschnitten und dann ans Ende immer so einen Klacks Nutella gegeben, das einfach aufgerollt aufs Backblech. Ich habe das dann noch ein bisschen mit geschmolzener Butter eingepinselt und das Ganze kam dann für 15 Minuten in den Ofen bei 180 Grad. Und ich sag euch, diese Croissants waren richtig lecker. Ich wäre da, glaube ich, nicht drauf gekommen, hätten wir nicht diesen Blätterteig noch im Kühlschrank übrig gehabt. Das ist etwas, das ich definitiv noch einmal machen werde. Und mein Sohn hat sich dann Tee gewünscht. Er hat sich diesen hier von Kappa ausgesucht aus dem Teeschrank und im Prinzip nicht wirklich davon getrunken. Aber manchmal hat er das, dann möchte er Tee trinken. Deswegen habe ich eine Kanne Tee gekocht. Und dann waren die leckeren Schokocroissants auch schon fertig und es gab Frühstück. Zum Frühstück hat der Kleine auch noch ein Glas Saft getrunken, das wir noch da hatten. Ich glaube, das war Mandarinsaft. Ich muss dazu sagen, dass mein Sohn nicht der größte Frühstücker ist. Also zu Hause frühstückt er wenig bis fast gar nichts. In der Kita ist das wohl nicht so, da frühstückt er immer gut. Aber zu Hause an den Wochenenden sehr, sehr wenig. Auch mit so einem Schokocroissant kann ich ihn da ja kaum locken. Also er hat da wirklich nur ein halbes Schokocroissant von gegessen. Und das hat ihm dann auch schon gereicht. Deswegen mache ich das immer so, dass ich dann ungefähr eine Stunde nach dem Frühstück ihm immer schon irgendwie einen Obstteller vorbereite. Hier habe ich ihm jetzt Apfel und Birne gemacht und auf den Teller gelegt. Das bringe ich ihm dann immer dahin, wo er gerade spielt. Von diesem Teller hat mein Sohn allerdings nur die Birne gegessen. Deswegen habe ich ihm dann noch eine zweite Birne aufgeschnitten und die Reste von der ersten Birne, die habe ich gegessen. Mittlerweile bin ich ein bisschen zurechtgemacht. Ich sehe nicht mehr ganz so fertig aus. Und ich habe eine Glaswasserflasche, die ich mir jeden Morgen fülle und versuche eigentlich leer zu trinken, beziehungsweise sogar 2-mal auffülle am Tag und leer zu trinken. Aber es ist Zeit für Mittagessen und ich habe Lust auf Omelette. Das ist tatsächlich ein Gericht, das ich relativ häufig mittags am Wochenende mache. Und das ist halt so ein ganz gutes Essen, das man relativ schnell mal vorbereiten kann und dafür hatten wir eigentlich immer alles zu Hause und deswegen habe ich das auch an dem Mittag gemacht. Ich mache für mich immer 2 Eier und für meinen Sohn ein Ei. Ich habe das hier mit Tomate gemacht, was ich immer mit reinmache. Das ist Petersilie, Salz und Pfeffer natürlich, ein Schluck Milch und geriebenen Käse und für mich mache ich immer ganz gerne dieses Rührei-Gewürz von Just Spices dran. Für meinen Sohn nicht, weil da sehr grobe Pfefferstückchen drin sind. Ich mache das immer so, dass ich die Tomate erstmal alleine in ein bisschen Butter anbrate, dass die so ein bisschen matschig wird. Ich gebe dann auch immer schon die Petersilie dazu und erst danach
kippe ich dann die Eiermischung dazu. Also erstmal die Tomaten oder das Gemüse, was auch immer da reinkommt, alleine und dann das Ei und dann halt, wie man so ein Omelett halt macht. Das Ganze stocken lassen, irgendwann klappen und fertig. Mengenangaben, ich mache immer frei nach Schnauze. Das ist jetzt hier das Omelett für meinen Sohn mit einem Ei, ein kleiner Schluck Milch, ganz kleines bisschen Käse, Salz, Pfeffer und das war es eigentlich auch. Und ich finde, das ist ein super leckeres Essen. Er hat sich dazu noch eingelegte Gurken gewünscht, deswegen hat er die natürlich auch bekommen. Ich habe ihm das schon ein bisschen klein geschnitten. Hier seht ihr meine Portion mit einer Scheibe Brot mit Aioli, Tasse Tee und das ist der Teller meines Sohnes, klein geschnittenes Omelett, ein paar Gewürzgurken und auch eine Scheibe Brot. Er wollte allerdings nichts drauf zuerst, dann hat er aber gesehen, dass ich was drauf habe und dann wollte er noch Frischkäse drauf haben. Deswegen hat er das dann auch gekriegt. Nachmittagssnacks hat er dann so ein bisschen von dem Rest Apfel gegessen und dann auch noch eine Banane und dann irgendwann gegen 5 hat er dann auch noch mal so großen Hunger gehabt, da hat er dann noch mal so ein paar dieser Brezelchen gekriegt und ich hatte auch zwischendurch Hunger und habe noch ein restliches Schokocroissant gegessen. Abendessen gab es Burger. Ich hatte am Abend vorher so Lust auf Burger und ich war kurz davor, als der Kleine schon geschlafen hat, mir irgendwie noch McDonald's oder einen Burger zu bestellen. Habe es dann gelassen, habe gesagt, nee, ich mache die morgen einfach selber. Ich wollte die aber nicht mit Fleisch machen, deswegen habe ich Linsenburger gemacht. Und ich sage euch, das war super lecker. Also für die Linsenburger an sich braucht man logischerweise Linsen. Ich habe hier jetzt Berglinsen genommen, waren das, glaube ich. Und dann einfach Petersilie und Mehl. Und sonst für Burger halt das, was man so üblicherweise braucht. Und dazu habe ich noch Pommes gemacht. Ich habe als allererstes die Linsen gekocht in Wasser, 20 Minuten ungefähr. Und als sie dann schön weich gekocht waren, habe ich die zermatscht, damit ich dann auch die Burger draus formen kann. Ich habe das dann da auch erst ein bisschen gewürzt mit Salz und Pfeffer und Petersilie dann dazugegeben. Wenn das Ganze dann fertig gewürzt ist, gebe ich Mehl dazu. Auch das mache ich so ein bisschen frei Schnauze, damit das Ganze halt so ein bisschen fester ausbackt. Für die Bindung einfach. Und was ich dann auch gemacht habe, beziehungsweise mir spontan überlegt habe, ich wollte, dass die Burger so ein bisschen crunchy sind und habe die vorm Braten nochmal in Paniermehl geschwenkt. Dann habe ich die einfach ausgebacken in Öl und ich meine, so von oben sieht das ja wirklich schon fast wie Fleisch aus, muss man schon fast sagen. Und dann habe ich einfach die Burger belegt. Also ich mache das immer super simpel. Ketchup, Mayo mache ich meistens dran, wenn wir keine Burgersoße haben. Dann lege ich das Fleisch bzw. halt die Linsenpatty da drauf, ein bisschen Salat, eine Tomate und eingelegte Gurken. Und das war's. Dazu, wie gesagt, Pommes. Gibt es nicht oft bei uns sowas wie Pommes oder so, aber ich finde, hin und wieder ist das auch mit Kind völlig in Ordnung, darf auch mal sein. Und das hatte er auch wirklich richtig gerne gegessen. Also er hat seinen Burger fast komplett aufgegessen, Pommes hat er sowieso ordentlich von gegessen. Und ich habe insgesamt 2 Burger davon gegessen. Die waren so lecker. Nachtisch darf natürlich auch nicht fehlen. Da hat der Kleine ein bisschen Erdbeereis gekriegt. Ich hatte keinen richtigen Nachtisch. Dafür hatte ich dann, nachdem der Kleine geschlafen hat, ein Glas Wein. Das war dann mein Nachtisch. Vielleicht waren es auch 2 Gläser. Sonntagmorgen, gleiches Spiel. Erstmal die morgendliche Milch für meinen Sohn und mein Kaffee, damit wir beide funktionieren. An diesem Morgen hatte ich Lust auf einen Porridge, weil wir nämlich am Tag vorher super viele Beeren günstig im Supermarkt bekommen haben. Außerdem haben wir super lange kein Porridge mehr gegessen. Ich habe hier jetzt einfach ein bisschen Milch auf dem Topf erhitzt. Ich habe das mit Honig gesüßt und noch ein kleines bisschen Zimt dazu gegeben. Und wenn die Milch heiß ist, einfach die Haferflocken dazu. Und dann lasse ich das eine Weile ziehen, mache den Deckel drauf. Ich habe hier jetzt allerdings ein bisschen zu viel Haferflocken benutzt. Also hinterher war das nicht mehr so, ja, es war zu fest, das Porridge. Ich habe dann in der Zwischenzeit die Beeren gewaschen und ich mache das ganz gerne so, dass ich die dann in eine Tupperdose packe, die ich mit Zewa ein bisschen auslege. Das Zewa saugt dann die Feuchtigkeit und so bleiben die für mein Gefühl ein bisschen länger frisch im Kühlschrank. Wobei die eh nie lange bleiben bei uns. Die sind eigentlich immer relativ schnell aufgegessen. Und davon habe ich dann welche aufs Porridge gemacht. Auch hiervon hat mein Sohn jetzt nicht allzu viel gegessen. Also die Beeren hat er alle darunter gepickt und so ein paar Löffel von dem Porridge
immerhin, aber nicht richtig viel. Deswegen habe ich dann seine Portion auch noch aufgegessen. Ich habe mir auch noch ein paar Leinsamen drauf gemacht, aber auch das war wirklich wieder sehr, sehr lecker. An diesem Vormittag habe ich ihm dann eine Nektarine geschnitten, die er dann aber doch nicht haben wollte. Er hat sich dann doch für einen Apfel entschieden. Deswegen hat er dann einen Apfel gegessen und den Rest Nektarine habe ich dann in eine Tupperdose gepackt, zusammen mit einer Banane und ein paar Salzbrezeln, da wir an diesem Vormittag auf den Spielplatz gegangen sind. Es war nämlich richtig schönes Wetter, es war schön warm, die Sonne hat geschienen. Und ich habe mir angewöhnt, immer eine Kleinigkeit zum Essen mit auf den Spielplatz zu nehmen. Und das Obst hatte auch eigentlich kaum, dass wir am Spielplatz waren, sofort aufgegessen. Die Brezelchen hat er im Laufe des Tages immer mal wieder gesnackt aus dieser Dose. Da ich am Abend vorher relativ viele von diesen Linsen-Patties gemacht habe, habe ich mir gedacht, dass wir dann am nächsten Tag die Reste davon essen können. Das heißt, es gab dann noch einmal Hamburger. Hier dann ein kleiner Streit, weil mein Sohn sich überlegt hatte, er möchte nur das Hamburger Brötchen ohne alles essen und das fand ich dann aber irgendwie nicht so nahrhaft. Er hat dann aber auch doch den Burger einigermaßen gegessen. Hauptsächlich hat er dann eingelegte Gurken gegessen, aber nun gut. Und das Brötchen mit ein bisschen von dem Linsenburger. In der Mittagszeit ist der Kleine eingeschlafen, was selten noch passiert. Und ich habe die Chance genutzt und brauchte ganz dringend ein bisschen Kaffee. Und zu dem Kaffee habe ich Schokolade gegessen. Am Nachmittag habe ich gesehen, dass ein paar der Äpfel, die wir zu Hause hatten, so blöde Macken hatten. Und dann nehme ich die ganz gerne und mache da einen Saft draus. Deswegen haben wir das an dem Nachmittag gemacht. Ich habe noch ein paar Möhren mit da reingemacht. Apfel-Möhrensaft finde ich ganz lecker. Das war jetzt allerdings auch nicht so viel, weil wir auch gar nicht mehr so viele Äpfel hatten, aber das hat jetzt für ein Glas für meinen Sohn gereicht. Das hat er auch sofort ausgetrunken. Sonst hat er nachmittags noch von den restlichen Brezeln gesnackt und er hat am Nachmittag auch ein Eis gegessen, so ein Cornetto-Erdbeereis, das wir noch in der Tiefkühltruhe hatten. Das habe ich allerdings nicht gefilmt. Zum Abendessen gab es ein tunesisches Gericht und zwar heißt das, Achtung, ich spreche es bestimmt falsch aus, Noisser. Mein Mann ist ja Tunesier und ich liebe die tunesische Küche. Es gibt so leckere Gerichte und da gehört unter anderem auch dieses dazu, das ich gerne mag. Normalerweise macht man das mit Fleisch, wir machen das eigentlich immer ohne, genau wie das Couscous. Wir nehmen dafür Möhren, Kichererbsen, Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika und das sind die Noisser. Das ist so eine Art Nudel, aber auch nicht so ganz. Also das sind so ganz dünne, das ist so ganz dünner Teig, so viereckig, quadratisch zusammengeschnitten und das Ganze wird gedämpft, über Wasser gedämpft und dann kommt das später nochmal in den Ofen, das seht ihr aber gleich. Zuallererst macht man die Soße. Ich muss hier auch nochmal sagen, da ich ja selbst keine Tunesierin bin, habe ich so aus dem Gedächtnis mir nach und nach diese Rezepte angeeignet. Das sind vielleicht oder ist vielleicht nicht die traditionelle Zubereitungsweise, aber es schmeckt gut und ich habe hier jetzt reingemacht Filfisina. Das ist ein tunesisches Gewürz, von dem ich meine, ich habe super lange suchen müssen, aber ich glaube, es ist Cayennepfeffer. Ich habe hier aber jetzt etwas oder eine Mischung, die nicht so super scharf ist. Also eigentlich war das gesamte Essen gar nicht scharf. Und ich mache immer noch ein bisschen Kurkuma rein. Dann lasse ich das ganz kurz anrösten, die Gewürze. Und dann kommt Tomatenmark dazu und Harissa. Das ist auch so eine, scharfe Gewürzpaste und das lasse ich ganz kurz im Topf anrösten und dann lösche ich das mit einem Glas Wasser ab und dann kommt da erstmal der Deckel drauf und ich lasse das mindestens 5 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit habe ich das Gemüse geschält und klein geschnitten. Ihr seht, die Zwiebeln bleiben ganz. Das schmeckt tatsächlich sehr gut und ich koche die Kichererbsen extra in einem Topf. Warum ich das mache, habe ich in einem meiner letzten Videos erzählt, in dem Kichererbsen-Curry. Schaut da gerne vorbei. Ja, ich gebe dann noch mehr Wasser in die Soße, rühre das Ganze nochmal um und dann kommt das Gemüse dazu. Dann kommt wieder der Deckel drauf und das Ganze lasse ich köcheln. Und dann in der Zwischenzeit bereite ich das Noisette vor. Hier muss man gar nicht viel machen. Das wird mit ein bisschen Olivenöl vermischt, damit die dann hinterher beim Dämpfen nicht alle zusammenkleben, dass die halt einzeln bleiben. Und dann kommt das nämlich einfach oben in den Garaufsatz. Ihr seht, das ist hier so ein Topf mit einem dazugehörigen
Dampfeinsatz. Wenn das Wasser dann da oben in dem Dampfeinsatz drin ist, dann mache ich da ein Tuch drüber und dann wird das Ganze eine halbe Stunde ungefähr dampfgegart. Und danach kommt das noch in eine Auflaufform und wird dann mit der Soße gemischt. Hier so ein bisschen auf die Menge achten, also nicht alles an Soße. Ich hatte viel zu viel Soße gemacht, also alles wäre einfach zu viel gewesen. Und dann kommt das nämlich nochmal für 20 Minuten in den Ofen. Auch nochmal eine kurze Info, dieses Noise, das bekommt man in Deutschland leider nicht. Ist natürlich blöd, jetzt so dieses Rezept zu erzählen, aber ja, es gehört halt zu diesem Food Diary dazu. 20 Minuten bei 150 Grad in den Ofen und danach wird dann nämlich einfach das ganze Gemüse wie so ein Topping da oben drauf gelegt. Und das, sage ich euch, ist mit eins meiner Lieblingsgerichte aus der tunesischen Küche. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Zum Nachtisch habe ich noch so ein paar Kirschen im Kühlschrank gefunden, die ganz dringend weg mussten. Deswegen gab es die dann nach dem Abendessen zum Nachtisch für uns alle. Und sonst habe ich abends auch nichts mehr gesnackt. Ich war so müde. Wir sind direkt ins Bett gegangen und haben unsere Serie geguckt und darüber bin ich dann eingeschlafen. Das war es mit dem Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und ein Abo dazulassen, damit ihr hier keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.